Also ein wichtiges Anzeichen ist sicherlich, dass das Angstthema immer wieder auftaucht. Also zum Beispiel eine Angst beim Einschlafen oder die Vorstellung, dass man Angst hat, zum Beispiel jemanden aus der Familie zu verlieren, sind was im Jugendalter bei sehr vielen Jugendlichen mal vorkommt. Aber wenn es eben über einen längeren Zeitraum der Fall ist, dann kann sein, dass das Ganze eben nicht mehr normal ist, sondern dass sinnvoll ist, sich da professionelle Hilfe zu holen. Als ersten Schritt ist wichtig, dass man darüber redet. Und das wäre eigentlich mein Tipp an die Jugendlichen und auch an die Eltern, dass sie, wenn das Thema Ängste aufkommt, das ernst nehmen und erstmal das Gespräch suchen miteinander. Ich denke, dass in diesem Fall tatsächlich die Eltern häufig der erste gute Ansprechpartner sind und dass es sinnvoll ist, eben den Inhalt der Ängste auch zu bearbeiten. Und in manchen Fällen ist das auch ausreichend. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel von einem Grundschulkind, 10 Jahre, was eben Ängste entwickelt hat vor dem Einschlafen und wo ich dann den Eltern empfohlen habe, zunächst mal das gemeinsam eben genau anzugucken, diese Ängste, also vor was besteht Angst und dann auch sozusagen Fakten zu sammeln, warum das Befürchtete nicht eintreten kann. Und im Ergebnis war es dann so, dass die Familie eine kurze Abendroutine entwickeln konnte, wo sie innerhalb von 5 Minuten eben geprüft haben, ob bestimmte Türen und Fenster auch verschlossen sind. Und dann konnte der Jugendliche gut und ruhig einschlafen. Und manchmal ist es eben mit so einer einfachen Intervention getan. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist professionelle Unterstützung sicherlich sinnvoll. Ich denke, ganz wichtig ist zu realisieren, dass die sozialen Medien eine virtuelle und damit eine Scheinwelt sind. Natürlich ist vieles auch in irgendeiner Form ein Abbild der Wirklichkeit, aber sehr viele Bilder sind nachbearbeitet und sehr viele Menschen zeigen auf sozialen Medien nur das von sich, was sie auch zeigen möchten. Und da hat mir geht es heute nicht so gut, nicht so viel Platz. Und aus dem Grund zeigen soziale Medien oft eben ein zu positives Bild der Gesellschaft. Andersrum gibt es auf Kanälen wie WhatsApp oder TikTok eben auch häufig mal die Situation, dass Jugendliche immer wieder Videos zugespielt kriegen, die ihnen Angst machen oder Sorgen machen. Und in dem Fall ist eben auch wichtig, mit den Jugendlichen zu besprechen, wie man damit umgeht und wie man solche Kanäle eben dann auch meidet. Wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Ängste möglicherweise mehr sind als ein vorübergehendes Problem, dann solltest du dir professionelle Hilfe holen bei jemand, der eine pädagogische, psychologische oder medizinische Ausbildung hat. Das wäre zum Beispiel jemand in der Jugend- und Familienberatungsstelle oder ein Schulpsychologe oder ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder ein Kinder- und Jugendarzt oder ein Kinder- und Jugendpsychiater. Also das sind alles geeignete Stellen. Die Beratungsstellen und die Schulpsychologen sind häufig die Stelle, die man am schnellsten und am unkompliziertesten erreicht, um dort Unterstützung für eine erste Einschätzung zu bekommen. Und je nachdem, wie diese Einschätzung ausfällt, wird es dann eben in die eine oder andere Richtung weitere Empfehlungen geben.